Ich war letzte Woche auf einer Konferenz mit einem jungen Vertriebsmitarbeiter von uns, Adrian Schmidt. Und er hat mir erzählt, dass er jetzt gerade in China studiert hat und ein Jahr in China war. Und ich habe ihm erzählt, dass ich euch heute alle treffe und die ganze Bitcoin-Community sich im Kraftwerk versammelt. Und er hat gesagt, Gott sei Dank gibt es diese Community. Und ich sagte, warum? Und er sagte, ich habe gehungert in China. Sag ich, wie, du hast gehungert in China? Dann hat er gesagt, ja, ich konnte kein Konto eröffnen in China. Ich hatte nur WeChat und WePay als App. Und eines Morgens wollte ich einkaufen gehen und die App war gesperrt. Und ich konnte nichts tun. Ich konnte kein U-Bahn fahren, kein Taxi fahren, kein Frühstück kaufen, nichts. Ich war ausgesperrt. Sag ich, aha, und was war los? Sagt er, ja, es hat 2 Wochen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Und mein Fehler war, dass ich innerhalb von 24 Stunden mehr als 8 Nicht-Chinesen in mein Adressbuch zugefügt habe, weil ich ja Ausländer bin. Und dann ist ein Algorithmus losgelaufen in WeChat und WePay und hat mich ausgeloggt aus der App mit allen Funktionen, die diese App für das Leben in China bereithält. Und dann musste er durch einen Verifikationsprozess mit staatlichen Behörden gehen, der 3 Wochen gedauert hat, bis man ihm wieder erlaubt hat, diese App und damit sein Zahlungsmittel zu nutzen. Und in der Zeit hat er gehungert, weil er als Ausländer kein Konto eröffnen konnte, kein Geld mehr hatte und sich von seinen Freunden, die er auf dem Campus hatte, einladen lassen musste, um irgendwie an Essen zu kommen und an Nahrung zu kommen. Das ist nicht die Zukunft, die wir beide wollen, und das ist nicht die Zukunft, die ihr wollt. Und deswegen seid ihr heute hier, um für die Zukunft einer freien, unabhängigen, dezentralen Währung einzustehen. Und ich glaube, das ist unser gemeinsames Interesse. Ich bin euer Gastgeber heute, ich bin Holger, ich bin Gründer und CEO der Softwarefirma Maibon Wolf. Wir haben dieses wunderschöne Gebäude, dieses Kraftwerk in den obersten 4 Etagen und freuen uns, wenn wir es am Wochenende mal für solche Events nutzen können. Ihr seid zu Gast in einem Kraftwerk, das ein ganz bedeutender Meilenstein war in der Energy-Forschung. Es wurde 1964 gebaut und war zu seiner Zeit total innovativ, weil die Stadtwerke München das erste Mal in der Geschichte Kraft-Wärme-Kopplung ausprobiert haben. Also sie haben nicht nur Elektrizität erzeugt, sondern sie haben auch Wärme erzeugt, ja, und haben mit dieser Wärme den Grundstein des Münchner Fernwärmenetzes gelegt. Das war super innovativ, es war so innovativ, dass sie beim Overclocking 2-mal dieses Gebäude abgefackelt haben. Ja. Es ist 2-mal abgebrannt, einmal 1968, also 4 Jahre nach der Eröffnung, weil eine Siemens-Turbine Feuer gefangen hat. Da hat man es komplett wieder aufgebaut, und einmal in den 90ern, da hat man es dann nur noch halb wieder aufgebaut, weil dann klar war, es hat als Kraftwerk im Prinzip keine wirkliche Bedeutung mehr. Aber es ist ein historischer Ort der modernen Energienutzung, und deswegen ist es, glaube ich, der beste Platz hier für den TerraHash-Event. Und ich freue mich total, dass mein Freund und Kollege Christian hier heute mit seinem Trupp zu Gast ist und diese wunderbare Veranstaltung macht. Fühlt euch wohl hier, ihr könnt auch gerne oben auf die Dachterrasse gehen, ihr könnt euch jederzeit hier frei bewegen, und ich freue mich, dass wir alle hier sind. Vielen Dank. Bevor ich anfange, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch schon gemerkt, lieber Holger, vielen Dank für deine wirklich auch emotionalen Worte. Du hast dein Herzen am richtigen Fleck, das merkt man, das ist nicht nur im Bitcoin-Bereich so, sondern insgesamt. Und ja, wir können das, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte fassen, wie groß die Wertschätzung ist, die Dankbarkeit ist, dass du uns dies hier alles ermöglicht hast und diese wundervolle Location mit dieser Geschichte, die du dankenswerterweise gerade nochmal angeteasert hast, so nochmal zum Ausdruck bringst. Und als kleines symbolisches Dankeschön haben wir dir auch ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, können wir später gerne noch auspacken. Wie gesagt, vielen Dank dir, und ich wollte jetzt eigentlich nochmal sagen, einen ganz großen Applaus für Holger, war zwar schon, aber nochmal, komm, ja, bitteschön. Ja.
Vielen Dank dir. Danke. Der Holger hat ja gerade schon ein paar Worte in Englisch gesagt. Ich habe lange überlegt, mache ich die ganze Ansprache in Deutsch, mache ich die ganze Ansprache in Englisch und jetzt ist es eine hybride Version geworden, also nicht wundern an der Stelle. Before I start, I would like to say a few words in English for English-speaking guests, international guests traveling from so many miles away. Where's Knut? Knut Svanholm. Warm welcome for this guy, awesome guy. And also a very warm welcome. Where are you, Mark? Mark Morton, over there, Shilling Mining from Ireland. Taking a flight from Ireland, like just mind-blowing, just amazing what's coming out of this Bitcoin community. So that's like really crazy. And we had great evening yesterday, great talks, and thank you so much for being here. But also we have many other people, German-speaking people, but also traveling from far away. I've talked to Mark. He had like 35 hours, like coming from where did you like just came? Yeah, from Thailand, from Thailand. So Bitcoin makes a lot possible, to be honest. And I hope for you guys, when I now switch back to German, that you hold on to Rachel or some other Bitcoin plebs who can translate bits and bytes of what the German-speaking panels and talks will be about, and also my opening speech as well. So again, round of applause for you guys. Herzlich willkommen again. So, jetzt fange ich an. Jetzt fange ich an auf Deutsch. Unfassbar. Schaut einfach, wenn ich hier so stehe, gerade auch das Selfie gemacht, unfassbar, schaut, was ihr möglich gemacht habt. Nicht, was ich möglich gemacht habe oder was Terrahash möglich gemacht habe, sondern was ihr alle heute hier möglich gemacht habt. Es ist unwirklich für mich ein Stück weit. Also man kann es kaum glauben, wie diese Reise irgendwie weitergeht und immer sich weiterentwickelt. Und hättet ihr mich jetzt vor 2 Jahren, wir reden nicht vor 10 Jahren, so gefragt, ja, also du wirst in München in einem ehemaligen Kraftwerk eine Fachtagung, eine Bitcoin-Fachtagung organisieren und veranstalten, und das machst du, weil da dein Bitcoin-Startup jetzt gelauncht wird und es kommen dann aus ganz Europa und internationale Gäste. Ja klar, logisch. Hätte ich auch vor 6 Monaten noch nicht geglaubt, muss man ganz klar sagen. Ja, und dann, das ist jetzt erst vor kurzem gewesen, kommt die liebe Rachel vorbei und sagt zu mir, ja, du, nur eine Sache wegen dem Event, also ja, du machst dann da so eine Eröffnungsansprache, so ein bisschen Motivational Speech, sei einfach du, steh da auf der Bühne, mach was, und ich so, warum eigentlich nicht? Also logisch, machen wir auch das, der eine oder andere weiß es vielleicht von mir, nichts mehr im Leben ausschließen, also auch nicht ausschließen, so ein Event zu organisieren, da aber auch dann zu lernen daraus, das Ganze ein Stück weit auch als Generalprobe zu sehen. Und ja, aber was sage ich denn jetzt so? Also es darf ja auch nicht zu lang sein und irgendwie zum 38. Mal vom Malermeister zu erzählen oder vom Golfspielen im Büro, das wird ja dann auch irgendwann langweilig. Entschuldigung, 21 Mal, zum 21. Mal. Nee, ist ja langweilig. Es schlafen ja die Leute ein. Ich probiere es mal mit was ganz anderem, und zwar mit der Wahrheit, mit Gefühlen, mit Emotionen, und das ist ja manchmal viel mehr wert. Ohne euch alle und die Inspiration, die man aus den Konferenzen, wenn ich einen Peter hier sehe, wenn ich an andere Meetups denke, wenn ich einen Marc sehe, Bitcoin Hotel, aber auch die 21 Meetups, da haben wir auch hier genügend entscheidende Leute da, die das in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Ohne diese Inspiration, ohne diese Gespräche, den Austausch, wo können wir hingehen, was können wir denn noch tun, dann wäre ich nicht hier und dann wärt ihr alle auch nicht hier. Dann wäre wirklich niemand von uns hier. Und klar, jetzt kann man sagen, ist das jetzt Zufall? Ist das konzentrierte Arbeit? Also ein Proof of Work, Schritt für Schritt und dann geht es weiter. Aber ich glaube, das ist Schicksal. Also ich glaube, das ist Schicksal, dass wir hier zusammengekommen sind und diese Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar international hier versammeln konnten. Und hier ist
hoffentlich die erste, nicht die einzige, die erste Möglichkeit, wie wir als Team TerraHash Danke sagen können. Danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr hier seid. Und im Bestfall ist es ja erst der Start einer Reise, vielleicht der Start einer neuen Tradition, wer weiß das schon, einer neuen Ära, wenn wir uns in 5 Jahren und in 10 Jahren oder in 20 Jahren alle wiedersehen. Ist eine schöne Vision, wenn wir uns alle in dieser Gruppe Menschen und uns auch nicht zu groß charakterlich verändert haben, bis dahin in 5 Jahren, in 10 Jahren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn wir schon bei Tradition und Geschichte ein Stück weit sind, ich habe ja lang gesagt, der ein oder andere hier ist sicherlich der gleichen Meinung, dass Bitcoin und die Technologie, das Protokoll, das Potenzial hat, vielleicht die größte disruptive Innovation zu sein, die die Menschheit je gesehen hat. Das ist immer ein bisschen harter Tobak für No-Coiner, wenn man so dann schon anfängt irgendwie. Aber ist es das eigentlich wirklich? Ist es das eigentlich wirklich eine Erfindung? Ich meine, waren manche Erfindungen früher oder später, wenn man so Jahrhunderte zurückgeht, nicht unausweichlich, geradezu unumgänglich, dass es diese Erfindungen dann irgendwann gab? So extrem im Nachhinein offensichtlich betrachtet, ja klar, das war logisch, das war total logisch. Da gab es das Problem und dann wurde das Rad erfunden und dann war das Problem gelöst. Ganz einfach eigentlich so. Im Englischen, wir haben ja ein paar englischsprachige Leute, würde man vielleicht sagen, hidden in plain sight. Also es war schon immer da, aber man hat es vielleicht noch nicht gesehen. Und deswegen frage ich mich, sind manche Erfindungen nicht eigentlich eher auch Entdeckungen? Also man muss ja da vielleicht unterscheiden, die eben schon immer da waren und wir Menschen halt einfach von diesen Entdeckungen halt noch nichts wussten. Und hier lohnt sich halt schon mal ein Blick in die Geschichte. Die wiederholt sich ja bekanntlich nicht, aber manchmal reimt sie sich eben dann doch. Und schauen wir uns doch mal ein paar große vermeintliche Erfindungen an, die über die letzten Jahrhunderte irgendwo aufgetaucht sind, die tolle Ingenieure und Wissenschaftler. Und ich habe mir jetzt nur mal die von deutschsprachigen Wissenschaftlern und Ingenieuren angeschaut. Und das Spannende ist, man findet da einiges, was bis heute, obwohl das teilweise Jahrhunderte zurückdatiert, die bis heute eine Basis sind oder irgendwo du den Zusammenhang zu Bitcoin herstellen kannst. 1440, Johannes Gutenberg erfindet den modernen Buchdruck. Buchdruck, was ist Buchdruck? Fab ist ja auch hier, Buchdruck ist Sprache, ist Buchstaben, damals noch kein Code, aber letztlich Bitcoin ist Sprache, wie man ja immer so schön sagt. Und selbst diese Erfindung, Entdeckung, hat ja bis heute einen Bestand und hat vielleicht eine kleine Grundlage auch für Bitcoin gelegt. Einige Jahrhunderte später, 1850er Jahre, auch eine ganz spannende Zeit und auch da sind wieder Parallelen definitiv zu erkennen zu Bitcoin, konstruiert Heinrich Göbel die erste funktionierende Glühlampe. Es war gar nicht Thomas Edison, das glauben immer alle, der hat das dann später nochmal optimiert. Und in diesen Jahren, nur 5 Jahre später, war Johann Philipp Reis der zentrale Wegbegleiter des Telefons. Da ging es auch um Strom und Sprache, was wir vorhin schon beim Buchdruck hatten, wo im Grunde genommen Sprache in Strom umgewandelt wurde, um zu kommunizieren. Und man spricht ja manchmal von Bitcoin auch als Element. Der Jörg Hermsdorf kann heute leider nicht hier dabei sein, aber das Periodensystem, wurde das jetzt erfunden oder wurde das entdeckt von Lothar Meyer 1864? Kann man auch diskutieren. Oder war das Periodensystem schon immer da und wir wussten halt vielleicht nur noch nichts davon? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Neuzeit, weil es soll ja jetzt auch nicht noch viele Stunden dauern, meine Ansprache. Eine ganz wichtige Grundlage, sicherlich auch für Bitcoin, 1941, Konrad Zuse ist der Schöpfer des ersten frei programmierbaren Rechners gewesen in binärer Schalttechnik. Wie nennen wir das heute? Computer. 1941 ging das los. Und ich denke auch eine ganz wichtige Erfindung, kann man ja wieder drüber nachdenken, 1968, die Herren Detloff und Göttrup entwickelten die erste Chipkarte und revolutionierten damit den Zahlungsverkehr. Zahlungsverkehr, Bitcoin, ihr merkt was? Also irgendwo kommt das immer wieder.
Das Thema kommt immer wieder zurück und die Chipkarte war die Grundlage 1977 für die Entwicklung des Mikroprozessors. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie wichtig Mikroprozessoren im Bitcoin-Bereich sein können. Einstein, Röntgen, you name it. Also die Liste geht unendlich weiter an tollen Erfindern, Forschern, Entdeckern. Unsere Planeten, Sonnensystem, die Reise zu den Sternen. Jetzt werden wir auch in die Zukunft einmal schauen. Mathematik, Physik, wurde das jetzt erfunden, entwickelt, entdeckt? Kann man so und so sehen. Kontinente wurden ja auch nicht erfunden. Könnt ihr mal Christopher Columbus fragen, ob der was erfunden hat oder ob der das entdeckt hat. Der würde die Antwort wissen. Und all diese herausragenden Wissenschaftler, die haben geforscht, die haben entwickelt und haben dann am Ende eben dann aber auch entdeckt. Und Bitcoin wurde vielleicht auch entdeckt und eben nicht entwickelt und geforscht. Und es war vielleicht einfach nur eine Frage von Zeit und Energie. Von Zeit und Energie, dass Bitcoin entdeckt wurde. Für mich eine romantische Vorstellung, die ich mir sehr, sehr gerne anschließe, ehrlicherweise. Ob das jetzt Satoshi allein war, ob das ein Team war aus mehreren Personen. Jahrzehnte Forschung, Entwicklung, Entdeckergeist haben dazu beigetragen, wie ja die meisten hier in dem Raum wissen, bis es dann dazu kam. Und deswegen ist auch Bitcoin nicht die erste Kryptowährung, wie viele immer fälschlicherweise sagen, sondern die letzte. Das letzte Geld, die letzte Kryptowährung, wie auch immer man es nennen möchte, eben nach dieser jahrzehntelangen Forschung. Da kommt nichts mehr danach. Da kommt nichts mehr danach. Passt. Und das ist ja auch eine der Gründe, warum wir dann die TerraHash-Plattform ins Leben gerufen haben. Es gibt nicht den einen Experten. Wenn da Jahrzehnte Forschung und Entwicklung hinführen, es wäre ja vermessen zu behaupten, dass es hier den einen Menschen gibt, der irgendwie alles weiß, sowohl historisch betrachtet als auch in die Zukunft hinein und die Glaskugel hätte. Es gibt so viele Disziplinen. Schaut doch einfach mal einmal kurz, würde mich freuen, mal links und rechts von euch, wer da sitzt. Gut, manchmal sitzt niemand sozusagen. Und jetzt schaut euch mal die Person an, was die wiederum für ein Wissen hat. Und es ist so verschieden, es sind so viele Disziplinen. Und genau deswegen, weil es so viele Disziplinen gibt, geht es bei Bitcoin um Kooperation, um Miteinander, um Partnerschaft, nicht irgendwie Konkurrenz und einer gegen alle, sondern das ist ein Miteinander. Und dieses Wissen, was in diesem Raum versammelt ist, das muss raus. Das Wissen muss raus an die Leute. 100 Millionen Bitcoiner, knapp 8 Milliarden Menschen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel und wir haben noch verdammt viel vor uns, Leute. Wir haben noch verdammt viel vor uns, nicht nur im deutschsprachigen Raum in Europa, sondern weltweit. Und die Menschen hier, die Menschen sind Energie. Also das spürt man ja richtig, auch in diesem Raum ist überall Energie. Und deswegen führe ich schon ein bisschen zu TerraHash. Energie ist das, was mich von Anfang an am meisten fasziniert hat, an Bitcoin, an der Technologie, an der Infrastruktur, weil es einfach der Schlüssel ist. Von der Energie geht alles aus. Nicht nur die Netzwerksicherheit, der Proof of Work, sondern diese Energie bringt so viele andere Faktoren mit sich. It's a feature, not a bug, wie man so schön sagt. Und die Energie zu erklären und wie das zusammenhängt, das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel. Das habe ich jetzt schon in einigen Gesprächen gemerkt. Spekulation, Kriminelle, das kannst du relativ schnell alles relativ gut erklären. Aber das Energiethema ist das Entscheidende. Und da kommen auch die Wow-Effekte. Da kommen die Wow-Effekte, weil es 180 Grad, nicht 360 Grad, wie manche Politiker sagen, 180 Grad andersrum ist, wie die Leute das eigentlich glauben. Und das ist dann einfach dieser Mind-Blowing-Moment, den man manchmal ja auch bei so Aufzeichnungen von Interviews mitbekommt und den auch dann manchmal vielleicht der ein oder andere im Bekannten- oder Freundeskreis halt dann auch irgendwo mitführen kann. Und mein Name ist Christian Kleger. Ich habe die Company TerraHash.energy zum Leben erweckt gegründet und mit eurer Hilfe die TerraHash.space-Plattform mit aufgebaut. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Und ich kann dazwischen doch auf jeden Fall nur Danke sagen, dass ihr hier seid.
Es gibt keine Bitcoin Company. Es gibt auch keinen Bitcoin CEO. Es gibt keinen Customer Service. Wir wissen das alle. Und es ist auch ganz wichtig, versteht mich nicht falsch. Es darf auch nie diese Bitcoin-Firma geben oder eine Firma, die glaubt oder meint, das sein zu können. Und es hat unglaublich viele Vorteile, dass es diese Bitcoin Company nicht gibt. Aber zeitgleich ist es die größte Challenge. Das ist die größte Herausforderung. An wen wendest du dich, wenn du niemanden kennst? An wen kannst du vertrauensvoll, seriös mal ein Gespräch suchen, persönlich? Jetzt nicht im Internet. Du kannst Bücher lesen, du kannst YouTube, alles wunderbar, tausende Möglichkeiten. Aber an wen wendest du dich? Das Vertrauen ist manchmal die wichtigste Währung und das spüren wir eben, dass wir dieses Vertrauen, ja, oder diesen Vertrauensvorschuss, nennen wir es mal so, dieses Vertrauen halt genießen. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung, der wir uns bewusst sind und der wollen wir aber auch gerecht werden mit euch allen zusammen. Und wie gesagt, das ist die absolut größte Herausforderung. Und TerraHash soll an der Stelle eben das Eingangstor sein, soll die Eingangstüre sein in diese wundervolle Welt des Bitcoin mit all den Facetten, die ihr alle so wundervoll und wunderbar erklären könnt. Und wie einst ein berühmter Lyriker namens Morpheus schon sagte, ich kann dir die Tür zeigen, aber durchgehen musst du selbst, lieber Neo. Und in diesem Credo wollen wir auch bei TerraHash handeln. Es ist ein Stück weit die Philosophie und heute hier feiern wir die Geburt, den Kickoff-Event von TerraHash, von der TerraHash Space Plattform mit unseren Partnern. Nochmal, es ist unglaublich, wer hier angereist ist. Ich bin absolut sprachlos. Ich fühle mich unglaublich geehrt. Danke, danke, danke an Holger. Holger habe ich schon mich so oft bedankt, auch vorhin schon. Und ich möchte mich auch vorab bei allen Speakern bedanken, die gleich auf dieser Bühne auch in den nächsten Stunden stehen werden. Es ist ein Killerprogramm, wo ich finde, dass wir schon mit den ganz großen Konferenzen und Meetups und Treffen mithalten können und absolut auf Augenhöhe. Danke, liebe Debbie, schon mal vorab, dass du bist und dass du heute durch den Tag führen wirst als Host oder Moderatorin. Danke auch an meine Ehefrau Tine, dass du gekommen bist. Möchte ich auch definitiv nochmal sagen. Du unterstützt mich jeden Tag, musst viel mitmachen, auch mit mir. Und bedeutet mir sehr viel, dass du die Leute persönlich hier alle kennenlernst. Manche kennst du natürlich, aber so geballt, die wir in den letzten 2 Jahren fast täglich genießen durften, als auf der Tonspur oder auf den Screens dieser Welt. Und ja, wie gesagt, freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Und zu guter Letzt, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da bitte ich auch das TerraHash-Team sehr, sehr gern zu mir auf die Bühne zu kommen, auch für das großartige Team, was ich habe. Kommt alle mal her. Noch vor der Vorstellung. Ist doch Zugabe. Nein, es macht unglaublich viel Spaß mit euch, weil das ist schon auch wichtig. Wir haben viel darüber gesprochen, dass man sein Ikigai finden muss, Spaß bei der Arbeit, Berufung. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Liebe Rachel, was soll ich sagen? Die gute Seele hier, die immer auf uns aufpasst, dass alles irgendwo im Lot bleibt. Moment. Hauptorganisatorin dieses Events, verantwortlich für Education, für unsere Partner, für die Speaker und ja, einfach unglaublich toll, dass du da bist. Komm her. Dann natürlich unsere 2 jungen Wilden, die wir auch haben im Bereich Bitcoin Energy und die unser Lab betreuen, Mining-Partner, Netzwerk aufbauen, Hardware-, Software-Themen, Technikthemen betreuen und bin ich auch unglaublich
froh und stolz, dass ihr und das ist auch eine ganz neue Generation an jungen Menschen übrigens, die nach dem Studium ganz gezielt und bewusst ihren ersten Job europaweit in Bitcoin gesucht haben und Gott sei Dank bei mir gefunden haben. Also großen Applaus für Fabi und Mats. Ja. Matthias, du bist der Nächste. Wir kennen uns schon länger, beruflich und privat. Du begleitest mich in der Firmengruppe schon seit einigen Jahren als Projektleiter und als Prozessleiter, Prozessmanager und bist jetzt Head of Operations von TerraHash und hast das Vergnügen, die Prozesse bei einem Start-up aufzubauen, zu optimieren. Und du machst das mit einer Ruhe und absolut sehr, sehr gut. Matthias, herzlich willkommen, auch für ihn großen Applaus. Zu guter Letzt, unsere beiden stehen jetzt nicht nebeneinander, Fachfrauen aus dem Bereich Marketing, Communication, PR. Liebe Katrin, liebe Fabienne, ich kann es nicht anders sagen, schön, dass ihr da seid erstmal. Unsere Webseite und alles, was passiert ist, man darf es einfach nicht vergessen, Anfang November, am 5. November haben wir zwei uns in Plochingen unterhalten, dass wir ja vielleicht zusammenarbeiten könnten und an dem kleinen Tag habe ich ihn kennengelernt. 5. November. 21. November beim Notar gewesen, natürlich, der 21. logisch. Und am 2. Januar, what else, 2.1., dann die Eintragung zum neuen Geschäftsjahr. Und am 30. Januar, das muss man sich einfach mal vorstellen, also großen Applaus für die beiden Mädels, ist unsere Webseite online gegangen. Kommt her. Und TerraHash, und das sind meine letzten deutschen Worte, dass ihr euch nicht wundert, weil ich schließe dann wieder mit Englisch Hybrid ab. Und TerraHash ist nicht, oder bin nicht ich, TerraHash ist auch nicht das Team. TerraHash sind wir alle. TerraHash ist auch das, was jeder Einzelne hier draus macht, als Botschafter dieser Plattform und wie sich jeder Einzelne da auch einbringen kann und möchte. Und die ersten Ideen und Gedanken, die entstehen, das ist ein zartes Pflänzchen, keine Frage, aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Wenn man nie mit irgendwas anfängt, jedes Thema, jedes Projekt, jede Company hat mal klein angefangen und so machen wir das auch. Und wie gesagt, das wollte ich unbedingt noch dazu sagen, connect and inspire people inside and outside of the Bitcoin space, that's our vision and mission. Mats sagt auch was dazu, sozusagen, create hope. We're always talking about Bitcoin is hope, create hope for a better future and create real solutions within energy, but also in other segments, real solutions for real challenges, real problems that exist. We've heard it from Holger firsthand. Only together we can unleash the power of the Bitcoin network in Germany, in Austria, in Switzerland, and all around the world. Have fun, enjoy the ride today, enjoy the program, really looking forward to it. I'm out, TikTok next block, dear plebs. Give yourself a round of applause.